Grüß Gott ist mit uns. Ups. Vom Tellerwäscher zum Schneemannbauer. Ja, läuft, Alter, schau. oh, tipptoppi, blanki, saubi. Wir haben jetzt fertig gegessen, unsere Teller im Schnee geputzt und jetzt geht's weiter. Eine Brille. Kinderbrille, Frauenbrille, viel Verstärkung drin. Wenn ihr ganz genau hinschaut, hier oben ist noch Remo. Der ist jetzt da mit der Drohne ein bisschen rumgeflogen. Hier ist der Stand, da sind wir runter. Da hinten ist jetzt der See. Ich möchte noch kurz ein Update machen. Ich weiß nicht, vorhin ist immer meine Kamera abgekackt. Ich weiß nicht, ob es zu kalt war. Knietechnisch, das schmerzt, aber es ist nicht so ein krasser Schmerz wie das letzte. Ja, die Kamera, die gibt den Geist alle paar Sekunden auf. Ich weiß nicht, um was es liegt, ob sie einfach zu kalt hat. Ich hoffe, ich kann die Reise oder das Abenteuer wow, ausgeschlüpft. So. Wasser hier habe ich jetzt rausgetrunken, ohne Filter, aber wir sind auf 2700 Meter. Ich habe schon gesehen, wie das Wasser hier reinkommt. Daher konnte ich das Wasser problemlos oder bedenkenlos trinken. Aber natürlich dürft ihr nicht einfach aus irgendwelchen Gewässern raussaufen. Hier habe ich auch gesehen, das Wasser extrem klar. Seht das hier? Jetzt hier angekommen beim Jörisee. Jetzt müssen wir entscheiden, wo wir unser Camp aufschlagen. Hier hinten hat es einen See, hier ist ein See, da hinten hat es noch einen kleiner und da. Unser Plan ist jetzt hier zu laufen, auf dieser Fuge hoch und dann von da ein bisschen zu spotten, wo es
die beste Ebene hat, am wenigsten Wind, vielleicht noch ein bisschen Material, um zu bauen. Schauen wir. Schön nach Ameisen. Schaut doch mal diesen Stein an, das ist jetzt mir ein paar Mal aufgefallen ist. Einen großen Stein und dann machen die den voll mit Kleinstein. Hier sind wir jetzt angekommen, sind schon fast beim See, der ist da hinten, das ist der Ausblick. Extrem aufpassen, dass man sich die Schuhe, die Füße nicht verdreht hier. Ja, was ist das jetzt? Alles rot, ja. Ja. Wir sind jetzt hier angekommen, hier hat es einen Camper, also hier hinten, dann hat es da ein Camp, also ein Zelt, und da unten hat es ein Zelt, da hat es ein Zelt, das ist relativ gut besucht hier. Und seht ihr diese grüne Fläche hier, das sieht man. Aber nein, aber Aber- hast du ja fett falsch berechnet irgendwie. Fuck, man sieht es, man. Okay, jetzt ist sie da. Wow, da aufpassen hier. Was wir hier gefunden haben, hier ist ein Unterstand. Das ist jetzt die Hütte. Wir nehmen an, das ist eine Schutzhütte, die es hier in diesem Tal gibt. Falls ihr mal in Unwetter geratet, ist so eine Schutzhütte, die euer Leben retten kann. Wir sind immer noch hier bei der Schutzhütte. Hier sieht es aus, wie wenn mal ein Haus gestanden ist. Es hat Zement und Ziegelsteine dazwischen. Es ist noch ein Weg. Sieht aus, wie wenn das freigeräumt worden wurde. Wir werden jetzt hier nach hinten gehen und unser Zelt da aufschlagen. Das mal, wenn die Kamera abgekackt ist. Wir sind jetzt hier über diesen Schotterhaufen geklettert. Von da oben sind wir gekommen, hier rüber, darüber. Jetzt haben wir da oben Platz gefunden, das war einfach zu nass. Das ganze Moos ist nass. Jetzt haben wir hier einen besseren Platz gefunden, so hier wo der Remo steht, hier. Das ist eigentlich relativ trocken, da können wir eigentlich relativ gut unser Zelt aufbauen oder unser Tarp. So in dieser Fläche hat es keine Bodenfeuchtigkeit. Wir werden jetzt nochmals kurz schauen, ob wir einen besseren Platz finden. Hier hinten nahe des Sees. Und Remo wird da vorne ein bisschen Ausschau halten, ob wir vielleicht doch noch einen besseren Platz finden als der ist jetzt okay, aber haben nicht so coole Aussicht und wir genießen halt schöne Aussicht. Wechselt, haben jetzt hier eine bisschen taktisch bessere Stelle gefunden. Ist auch ein bisschen feucht, aber hier haben wir natürlich einen viel geileren Ausblick. Das ist also auch unser Ausblick. So, was machen wir jetzt? Was ist der Plan zuerst? Wir haben oben noch ein bisschen Holz gefunden. Da werden wir jetzt nochmals hinlaufen, jetzt ohne Kamera. Die Kamera ist jetzt hier am Aufladen. Mir die ganze Zeit Probleme gemacht. Holz bunkern, dann werden wir 1, 2 chillige Plätze machen mit Rückenlehne. Und dann werden wir hier links, rechts unsere Zelte aufstellen. So, der erste Plan ist Holz suchen und danach unser Camp aufschlagen. Das Zeug lassen wir hier, damit wir ein bisschen leichter sind und das Holz transportieren können. Das Upgrade, das ist jetzt unser Ofen. Hier haben wir einen Tisch gebaut, schön flache Ebene, schön flach. Da haben wir jetzt hier einen Stein, um anzulehnen, und da haben wir einen Stein zum Anzulehnen. Remo versucht jetzt diesen Stein da noch rauszuholen.
damit der ihm nicht im Hintern ist. Und sonst sieht das so aus jetzt. Eine schön hohe Wand gebaut. Also die ist 40 cm hoch. Und da können wir jetzt hier ein schön chilliges Feuer machen. Und dann haben wir so diesen Ausblick hier von hier. Wir werden jetzt kurz Ja, schon Funken gesehen da. Funken, chillig. Der Neandertaler am Werk. Wir werden jetzt noch ein bisschen warten, ein bisschen etwas trinken, ein bisschen chillen. Dann werden wir das Feuer so in einer Stunde oder so anstellen. Und dann die Zelte aufbauen. Die Zelte, da werden wir jetzt noch mal so eine Stunde warten oder so. Einfach mal ein bisschen ankommen, den Wind beobachten, wie sich das hier verhält. Und wo dann die beste Möglichkeit ist. Ich nehme jetzt mal an hier und hier. Müssen nur ein bisschen die Steine wegtun hier. Da haben wir eine relativ schöne Fläche. Noch etwas, das uns aufgefallen ist. Hier hat es bereits 2 Feuerstellen. Eine, 2, da haben wir jetzt noch 2 Hölzer rausgenommen. Musste doch hier kurz einen Windschutz bauen. Habe ich ganz simpel, ganz einfach gebaut hier. Hier, das ist einfach mit den Stöcken doppelt rumgewickelt. Hier ein Stein, da ein Stein. Jetzt haben wir hier einen kleinen Windschutz. Vor allem wenn dann das Feuer brennt, damit der Wind nicht das ganze Feuer ist. Isomatte platziert. Hier seht ihr bereits der Wind, wie er da rein schießt. Ja, sieht man nicht so gut. Jetzt wieder. Genau. Da sitzt. Ja, es windet irgendwie von allen Seiten hier. Ja, scheiße, ne? Auf der Bodenstelle ist wie gerade 4. Hat einen Knacks gekriegt. Aber das kannst du flicken, Mann. Und Remo, was macht der Herr Spannat? Der gute alte Spanner. Yes. Second Life. Jemand hat herausgefunden, seine GoPro ist nicht kaputt! Sicherheitsfolie sei Dank. Schauen wir mal, ob wir diesen hier spalten können. Ich habe jetzt hier 2 von denen angespitzt. Die habe ich jetzt hier in die Löcher reingetan. Ich werde jetzt versuchen, hier mal raufzuhauen. Mal schauen, was passiert. Ups. Oh shit. Was ist passiert? Der hier ist einfach abgebrochen. Der andere ist auch einfach abgebrochen hier. Und Impact, so gut wie kein Impact hier. Die Technik mit auf Steine schwarten mit Gewalt hat bis jetzt am besten funktioniert. Ich glaube, ich werde die jetzt fortsetzen, um den noch ein bisschen zu spalten.
Testphase. Es geht nicht mit der Testphase ist schon lange vorbei. Testphase. Es geht. Wow, sieht das geil aus, das Bild, Mann, von dieser Von dieser neuen GoPro. Ich habe jetzt hier mein Feuerkit ausgepackt. Hier habe ich alles, was ich brauche, um Feuer zu machen. Hier habe ich diesen Tampon, der habe ich ein bisschen in Vaseline eingetunkt. Das ist der einzige. Sonst habe ich hier noch 3 andere Tampons. Da habe ich hier ein Feuerzeug. Da habe ich hier einen kleinen Feuerstahl und hier, das ist noch Fatwood, falls ich noch ein bisschen Fatwood brauche. Und das hier, das ist eine ganz witzige Story. Das ist von dem Pinocchio. Wer den Video noch nicht gesehen habt über den Pinocchio, ich verlinke den hier oben. So eine andere Reise habe ich jedes Mal dabei. Seit dieser Reise ist der Pinocchio immer mit uns dabei. Unser Fatwood. Dann werde ich jetzt hier das Feuer entzünden. Mal schauen, ob ich es hinkriege. Das sind die Sacksperren. Also Take 69. Es geht aus, geht aus, geht aus. Deine Uhr Sacksperr. Komm, Sacksperr. Erste Klasse. Heide, heide, Sacksperr. Los, los. Gib ihm. Fabrikklasse. Das Holz ist sicher giftig, Mann. Das Feuer steht. Wir machen jetzt die hier so ein bisschen schräg dran, damit die trocknen. Die sind komplett nass. Das war jetzt ein bisschen anstrengender als um das Feuer machen. Das haben wir jetzt hingekriegt. Ganz nasse Holz hier brennt jetzt. Und werden das jetzt ein bisschen anbrennen lassen und dann die dicken rauf. Hier, diese hier oben lassen wir trocknen. Und so sieht das aus. Hier, das ist das Restholz, das wir haben. Das müssen wir auch noch auftürmen, um das zu trocknen, damit es später dann nicht so Rauchentwicklung gibt hier. Wir werden jetzt hier das Zelt aufstellen. Das Feuer brennt super. Der Wind treibt den Rauch hauptsächlich in Remus Face. Das ist noch chillig. Leider. Sonst ist eigentlich okay. Aber es ist fast das gesamte Holz verfackelt. Haben hier noch ein paar Stücke zum Nachlegen. Was ist jetzt für Zeit? 11 Uhr.